Thilo Sarrazin ist mir jetzt zugeschaltet, der ehemalige SPD-Finanzsenator von Berlin, inzwischen parteilos und auch als Autor tätig. Herr Sarrazin, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie. Ja, Sie haben für uns, für die Welt auch ein langes Stück geschrieben, wo es eigentlich so ein bisschen darum geht, dass die CDU sich selber in eine ziemlich schwierige Situation manövriert hat, dadurch, dass man letztendlich sich nur eine Option für die Verhandlungen auch gelassen hat. Was glauben Sie denn, wie es überhaupt zu dieser Lage kam? Ja, das ist ja nun schwierig. Die Wahl war so, wie sie war. Es gibt, wenn man die AfD ausschließt, halt dann nur einen Partner, die SPD. Da ist natürlich die Frage, inwieweit man sich doch noch da die Tür zu einem anderen Partner offen hält. Aber das ist eine Sache, die muss man natürlich innerhalb der CDU-CSU entscheiden. Wenn man aber nur einen Partner hat, dann muss man eine Verhandlungsstrategie haben, die einem auch noch einen gewissen Hebel gibt. Und nach meiner Außensicht ist es so, dass dass das wichtigste Gut, dass die CDU/CSU hatte, also der Zustimmung, dass zu einer Lockerung der Schuldenbremse, dass das ja schon ganz am Anfang vergeben wurde. Und jetzt fehlt es offenbar an einem Hebel, um die eigentlich also wichtigen CDU/CSU der Vorstellungen bei Abgaben, Steuern, Migration, Asyl und so weiter durchsetzen zu können. Und das scheint auch die Verhandlungen zu bestimmen. Die SPD kann sich jetzt, obwohl sie Wahlverlierer ist, mehr oder weniger da zurücklehnen, sagt einfach Nein und wartet ab. Und sie weiß ja, am Ende muss ja Merz, wenn er Kanzler werden will, irgendwo letztlich sich mit ihr einigen. Und das ist eine Frage der CDU/CSU, der Verhandlungstaktik. Wenn man das, was dem anderen am wichtigsten ist und was der einzige Preis ist, den man hat, nämlich praktisch die Aufgabe äh, der Schuldenbremse, wenn man das am Anfang weggibt, ist es natürlich schwer. Also wenn ich dort verhandelt hätte, ich habe ja in meinem Leben viel verhandelt, wenn auch nicht so etwas, dann hätte ich gesagt, okay, dafür wollen wir das und das haben. Das kann man auf einen Zettel aufschreiben, Eckwerte für eine der Steuerreform, Eckwerte für Einsparungen beim Bürgergeld, Eckwerte für der Migration und Asyl. Das sind eure Gegenleistungen ganz konkret und dann bekommt ihr ja die Lockerung der Schuldenbremse und das als Paket vorab. Dafür braucht man auch keine großen Teams. Wenn hier 250 Menschen verhandelt haben von beiden Seiten, ich kenne solche großen Gruppen, dann ist das ja nur ein Zusammentragen davon Wünschen von allen Seiten und dann sitzen oben der Chefverhandler ringen die Hände und wissen nicht, wie sie es dann zusammenbekommen sollen. Und das noch unter Zeitdruck, das ist wahnsinnig schwer. Und letztlich muss man ja auch sehen, selbst dann, wenn man sagt, dass die CDU/CSU im Thema Schuldenbremse dann am Ende nachgibt, war wohl unvermeidlich. Das hat doch die Wähler der CDU/CSU relativ unvorbereitet getroffen. Und jetzt ist es natürlich auch dann für die CDU/CSU ein großes Vertrauensproblem, was aufgetreten ist. Und das zeigt sich ja mittlerweile auch in den Umfragen. Also auch der Hebel, den man da theoretisch noch hätte, zu sagen, wenn wir uns nicht einigen, machen wir eben irgendwann Neuwahlen, ist ja nun entfallen, weil die CDU/CSU fürchten muss, dass sie bei Neuwahlen die Partei ist, die also relativ am stärksten gewinnt, dass die AfD jetzt in einer Umfrage bereits mit der CDU/CSU da gleichgezogen hat, ist natürlich auch ein Zeichen, dass sich hier etwas da grundsätzlich verschiebt. Aber wenn man zur Einigung verdammt ist, aber alles, was man selber anbieten kann, bereits vorab weggegeben hat, ist es natürlich schwierig. Verheerend also für die Union, sagen Sie die Lage jetzt. Aber lassen Sie uns auch noch mal auf die SPD schauen, Ihre ehemalige Partei. Da wissen wir auch, mit Kritik sparen Sie da nicht. Auch in Ihrem Text kommt das schon vor, wird das angerissen. Aber ich meine, haben die letztendlich auf Bundesebene auch den Schuss nicht gehört? Ich habe gerade mit einem SPD-Kommunalpolitiker gesprochen, der sagt, an der Basis wollen wir auch alle eine politische Wende. Aber offenbar in Berlin sieht man das anders. Ja, das ist ja nun das Schwierige.
Die CDU-CSU muss ja wissen, dass sie von der rechten Seite des politischen Spektrums jetzt ja nur etwa die Hälfte abdeckt, aber die SPD deckt von der linken Seite auch nur 40% ab. Sie hat als Wettbewerber Linkspartei, Grüne, BSW und natürlich schielt die SPD ganz offenbar eben auch daran, dass sie ihre Basis insgesamt verbreitert und sie ist ja auch in einer Situation, wo sie ganz einfach abwarten kann. Und das ist natürlich inhaltlich, das ist natürlich jetzt nicht sehr schön für Deutschland. Es ist auch nicht gut für das soziale Klima im Land. Es ist aber natürlich für die SPD inhaltlich sehr verlockend. Sie verweigert einfach grundlegende Reformen im Bereich Bürgergeld. Sie verweigert eine grundlegende Steuerreform. Sie verweigert grundlegende Einschnitte bei Migration und Asyl. Und was soll die CDU, CSU machen? So wie sie ihre ganze Verhandlungstaktik angelegt hat, wird sie dann wohl am Ende zustimmen und versuchen, einen halben Misserfolg als mit Erfolg zu verkaufen. Ich finde das von der SPD, meiner ehemaligen Partei, wenig staatstragend. Andererseits, wenn eine Partei einen Machthebel hat, ist sie selten staatstragend, das muss man auch sagen. Also auch das kritisieren Sie scharf. Thilo Sarrazin, danke schön für das Gespräch. Bitte, danke.